und es konnte sein, dass sie einen Krümel auf dem Boden gefunden hat und der Tag war vorbei. Ich hatte in dieser Zeit ganz schlimme Albträume auch von ihr, also so ganz, angstbesetzte Träume. Und ich habe das wirklich als reinen Selbstschutz gemacht, weil ich, das nicht mehr, also ich wollte sie nicht mehr in meinem Leben haben und deswegen habe ich den Kontakt abgebrochen. Er hat so eine Nische in dieser Gemeinde gefunden für sich. Er war halt quasi als Exorzist tätig. Ich habe gar nicht mehr an die Hölle geglaubt und hatte trotzdem irgendwie noch Angst. Maren ist das sechste von 10 Kindern und ist in einer sehr strengen Landeskirche aufgewachsen, ganz vorsichtig ausgedrückt mit ein bisschen verrückten Eltern, sage ich mal. Und nach Jahren hat sie dennoch den mutigen Schritt gewagt, alles zu hinterfragen und auszusteigen. Und danke, dass du bereit bist, auf jeden Fall heute deine Geschichte hier zu erzählen. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Du bist in der Landeskirche reingeboren, oder? In die Landeskirche? Ja, genau, es war eine landeskirchliche Gemeinschaft. Das ist noch mal so ein bisschen was Gesondertes. Das sind dann Gemeinden, die so sehr bibeltreu leben wollen, also noch mal 'n bisschen strenger sein wollen als die Landeskirche an sich. Und die unterscheidet sich auch darin, dass die keine Steuer, also keine Kirchensteuer bekommen. Also, man könnte schon sagen, es ist sehr ähnlich wie 'ne Freikirche, aber eben anders, organisiert. Genau. Okay, also die hat schon sehr viele Ähnlichkeiten, ne, wie du sagst, zu der Freikirche. Ja, genau. Es sind sehr viele Ähnlichkeiten inhaltlich, würde ich sagen. Also wirklich dieses bibeltreue Verständnis, dass es alles sehr, sehr streng und konservativ ausgelegt ist. Das ist schon, sehr gleich, würde ich sagen. Der Unterschied bei uns war, dass diese landeskirchliche Gemeinschaft relativ altmodisch war. Also das war schon so mit Liturgie, Aufstehen, Hinsetzen. Wir hatten jetzt auch keine coole Band vorne, sondern bei uns wurde Orgel gespielt und es gab 'n Posaunenchor und so. Aber inhaltlich würde ich sagen, ist es schon sehr ähnlich wie Freikirche und ich habe auch später einige Freikirchen dann besucht. Okay, interessant. Aber was meinst du mit Aufstehen und Hinsetzen? So, dass man zum So 'n Lied biss aufstehen musste oder was Ja, meinst du? das ist so 'ne Liturgie bei uns. Das ist wirklich so 'n fester Ablauf. Der Pfarrer sagt etwas und die Gemeinde antwortet dann darauf und dann steht man auf und, setzt sich wieder hin. Also, man muss so 'n bisschen wissen, wie es funktioniert. Ist 'n bisschen auch wie in der katholischen Kirche, da kniet man sich ja zwischendurch auch so hin und irgendwie weiß die Gemeinschaft einfach, wann es so weit ist und das ist bei uns auch so gewesen. Also, dass Oh, es so, immer so feste Dialoge zwischen dem Pfarrer und dann, uns gab. okay. Genau. Ja, sehr interessant. Ich habe da jetzt nicht so krass die Einblicke, wie es so da innen so aussieht immer. Aber, wenn du heute auf deine Kindheit zurückblickst, welche Gefühle kommen dir da so hoch erstmal, bevor du dann vielleicht erzählst, wie die oder ja, vielleicht ist so 'ne gemischte Frage, wie deine Kindheit vielleicht auch allgemein Ja. ausgesehen hat. Ich glaube, dass ich ein sehr angstgetriebenes, Kind war. Also, ich hatte wirklich einfach vor unfassbar vielen Dingen Angst, auch vor allen Dingen vor anderen Menschen. Ich war super schüchtern. Ich habe mich manchmal in Runden wirklich nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich so Angst vor meiner eigenen Stimme in 'nem Raum, hatte. Und ich glaube, das ist so 'n Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten, die so dazu geführt, haben, weil ich einmal einfach 'ne sehr, sehr strenge Mutter, hatte und weil ich aber auch wirklich so 'n Gottesbild hatte, dass ich dachte, dass dieser Herrscher im Himmel einfach die ganze Zeit guckt und, achtet auf was ich also darauf achtet, was ich mache und mich möglicherweise eben auch bestraft dafür. Und, ich glaube, das hat so zusammengespielt, dass ich einfach so 'n Misstrauen gegenüber meiner Umwelt so aufgebaut habe und einfach sehr, sehr ängstlich war. Ja, sehr interessant. Also, aber wie sah deine Kindheit dann aus? Bist du dann mehrmals die Woche in die Gemeinde gegangen oder wie war das? Ja, genau. Also, es gab so ganz normal feste Termine wie, Gottesdienst oder auch Kindergottesdienst. Also, wir hatten sehr viel Kinder und, Jugendprogramm auch. Und dann gab's aber fast jeden Tag in der Woche auch noch so außerhalb dessen Möglichkeiten, dahin zu gehen. Also, es gab Jungschar für Kinder, dann Teenie-Kreis für die etwas Älteren. Später gab's den Jugendkreis so ab, ich weiß es gar nicht mehr, 13 oder sowas. Oder vielleicht auch später, ich habe es grad vergessen. Dann gab's Bibelkreise, Gebetsrunden. Wir haben uns auch so ganz oft einfach getroffen mit Leuten, um spazieren zu gehen oder so. Also, da gab's halt eben auch, Freundschaften und so soziale Aktionen.
Also, theoretisch hätte man schon, glaube ich, jeden Tag einfach irgendwas in der Gemeinde machen können. Es gab immer Programm für alle. Aber ich würde sagen, dass ich so dreimal in der Woche da war, Ja, mindestens. ich finde es immer krass, das höre ich jetzt immer häufiger, dass so in so Freikirchen da du fast jeden Tag so Programm hast. Ist schon Mhm. ja gut, es ist vielleicht auch was mit was Schönem verbunden, wenn die ganze Gemeinde vielleicht da drin ist. Aber wie war also, du sagst, du bist mit sehr vielen Geschwistern groß geworden. Ihr wart 10 Kinder, du warst das sechste Kind. Mhm. Und Genau. wie sah dein Familienleben so aus? Wie kannst du vielleicht was zu deinen Eltern erzählen? Du hast ja ich habe ja schon 'n bisschen gespoilert, dass du ein bisschen verrückte Eltern gehabt hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Wort verrückt so benutzen würde, aber meine Mutter ist auf jeden Fall psychisch krank gewesen. Ja, Ich finde das immer ganz schwer zu erklären, weil ich bisher keinen Menschen irgendwie kennengelernt habe, der wie meine Mutter war. Und sie wurde auch nie behandelt, deswegen habe ich keine, medizinischen Diagnosen für ihr Verhalten. Aber, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie Psychosen hatte und auch, unter Verfolgungswahn gelitten hat. Und sie war wie so eine Haustyrannin, könnte man sagen. Also, es war nicht möglich, irgendetwas zu tun, ohne das abhängig zu machen von ihrer Laune, weil sie, super empfindlich war und es konnte sein, dass sie einen Krümel auf dem Boden gefunden hat und der Tag war vorbei. Also, sie hat dann sehr viel geweint, sehr viel geschrien, uns angeschrien. Sie hat sich manchmal auf den Boden gewälzt und hat, nur noch geschrien, auch manchmal, also, was heißt manchmal? Eigentlich war das immer so, dass sie so bestimmte Phrasen hatte, die sie sehr, sehr oft hintereinander geschrien hat. Also 20, 30 Mal hat sie dann geschrien, „Alles muss ich alleine machen" oder „Ich bin ein Mensch, ich bin kein Übermensch." Und dann immer wieder dasselbe und sehr laut und, das ich glaube, ihre Wahrnehmung war, dass sie ein unfassbar schlimmes Leben hat, weil sie 10 Kinder hat und sich aufopfert für diese Kinder, für diese Familie, dass sie den ganzen Tag nur putzt, hinter uns herräumt, für uns arbeitet und dass es ihr deswegen unfassbar schlecht geht und dass sie so allein gelassen wird. Es stimmte allerdings halt nur nicht. Also, wir Kinder, wir waren total bemüht, dass es ihr gut geht. Das war eigentlich unser einziger Daseinszweck, zu gucken, dass meine Mutter in einer einigermaßen guten Stimmung ist. Das heißt, wir haben ständig gefragt: „Können wir für dich einkaufen? Können wir für dich putzen? Sollen wir das und das machen?" Und sie hat immer gesagt: „Nein." Und im selben Atemzug hat sie sich dann aber darüber beschwert. Also, das gehörte zu dieser Rolle dazu, für sie, dass sie eben Opfer ihrer Familie und ihrer Umstände sozusagen ist. boah, ich stelle mir Und das richtig hart vor, weil, ihr wolltet ja wahrscheinlich auch, dass eure Mutter irgendwie normal sich verhält und nicht so ja, Ausbrüche hat und ich kann mir dann schon auch vorstellen, dass ihr dann erst recht so sensibel wart und immer ihre ja, Launen, ja. analysiert habt und dann auch vielleicht helfen wolltet, ne? Genau, Aber und das ist es so, dass das haben wir als Kind wirklich extrem gemacht. Also, wir waren hochsensibel mit allem, was sie irgendwie gemacht hat. Wir haben immer geschaut, was passiert gerade, wie ist gerade die Stimmung, könnte es jetzt gleich kippen? Das haben wir alles extrem wahrgenommen und registriert, nur wir konnten nichts dagegen tun. Also, wir haben halt immer versucht, sie zu beschwichtigen und uns an die Regeln zu halten, aber es war unglaublich willkürlich, wann ihre Stimmung gekippt ist. So an dem einen Tag konnte es dann der Krümmel sein, am nächsten Tag hätte dieser Krümmel aber nichts mehr gemacht. Also, es hat nicht geholfen, sich an Regeln zu halten, weil es so willkürlich war. Und dadurch ist natürlich auch die Angst davor so viel größer, weil man so ohnmächtig ist. Also, weil es ja nicht in meiner Hand liegt, wie ihre Stimmung gerade ist. Und trotzdem haben wir natürlich immer versucht, alles irgendwie richtig zu machen. mhm, boah, das ist schon heftig. Kannst du dir vorstellen, dass das auch irgendwie bisschen was damit zu tun hatte, was dein Papa dann so gemacht hat? Du hast ja gesagt, der hat Dämonen Ja, ausgetrieben. Kannst du das genau, mein vielleicht, Vater, erklären? ja. Ja, mein Vater hatte, 'ne interessante Rolle eigentlich, weil es ja bei den fundamentalistischen Christen schon so ist, dass die Frau sich dem Mann unterordnet. Das wird zumindest so verlangt und das war bei uns ganz und gar nicht so. Also, meine Mutter war die Dominante und mein Vater war sehr ruhig, und hat sich ihr untergeordnet und hat auch sich nicht gewehrt oder die Kinder mal beschützt davor. Er hat das einfach so hingenommen, wie sie ist und hat sich auch manchmal wie so das 11. Kind in der Reihe quasi verhalten. Mhm, Aber und das,
das ist irgendwie auch das Interessante. Er hat so eine Nische in dieser Gemeinde gefunden für sich. Er war halt quasi als Exorzist tätig. Das Wort wurde so nie benutzt, aber diese Rolle hatte er. Man nannte das dann immer die Gabe der Geisterunterscheidung. Und das heißt, wenn irgendjemand von Dämonen besessen war, wurde er gerufen und er hatte dann, glaube ich, noch 1 oder 2 Freunde in der Gemeinde, die dann mit ihm dahin gefahren sind und dann haben die zusammen eben diese Geister ausgetrieben. Und seine Theorie war eben, dass wenn diese Geister aus den Menschen ausfahren, dass die auf Rache aus sind und deswegen kommen die dann quasi in unser Elternhaus, also in unser Familienhaus und würden für Chaos sorgen und würden die Stimmung meiner Mutter beeinflussen, um sich zu rächen. Und das wiederum würde bedeuten, dass das eigentlich so 'n Opfer ist, was wir bringen für das Gute, für den Kampf gegen das Böse und gegen Dämonen. Okay, das hast du gerade gut erklärt, weil ich glaube, viele verstehen das oft nicht, so dieses, äh, warum sollten Dämonen einen dann angreifen, wenn man keinen religiösen Kontext so hatte? Ja, okay, das ist krass mit den Dämonen, aber hat man eigentlich nicht gedacht, so, dass der Vater ja Dämonen austreiben kann? Warum es dann also, könnte er ja auch die Mutter von Ja. den Dämonen wieder austreiben oder wie war das? Ja, ich glaube, das ist so 'n bisschen kompliziert, weil ich glaube dass er nicht davon ausgegangen ist, dass meine Mutter dann tatsächlich besessen ist von den Dämonen, sondern dass diese Dämonen in unserem Haus für Chaos sorgen und dann auch weiterziehen. Ja, okay, ich Genau und verstehe. ja. Aber es war schon so, dass mein Vater sich, glaube ich, einfach nicht so verantwortlich gefühlt hat, um die Situation zu Hause irgendwie zu verändern. Also, er hat es einfach so hingenommen und ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach 'ne Erklärung war, die ganz gut gepasst hat. Ja, das ist schon krass, wenn er dann auch weniger geholfen hat und dann ständig auf diesen Dämonenaustreibungen unterwegs war. Auch trotzdem, wenn ihr auch, sage ich mal, gehorsame Kinder wart, trotzdem ist es so hart, also 10 Kinder zu erziehen, finde ich. Aber andererseits denke ich J mir so, sie hat die ja bekommen oder durfte man nicht verhüten oder wie ist es da eigentlich in der Gemeinde, wenn man fragen darf? Doch, ich glaube, verhüten wäre in Ordnung gewesen. Ich glaube, sie hat sich tatsächlich so viele Kinder gewünscht. Das und das ist so 'n bisschen das Problem, dass man nicht so mit logischen Fragen an dieses Thema rangehen kann, weil meine Mutter wirklich krank war. Also, da das ist auch, ein Thema, was mich manchmal heute noch begleitet, dass ich viele Fragen mir selber nicht beantworten kann. Also, man hätte ja sagen können: „Okay, sie ist überfordert nach dem 4. Kind“ und dann hört man auf, dann kriegt man keine weiteren Kinder mehr. Aber sie brauchte, glaube ich, dieses Gefühl, wirklich überfordert sein zu dürfen auch, weil sie so viele Kinder hat, weil sie sich in dieser Rolle des Opfers auch so wohlgefühlt hat. Also, ich glaube, sie hat sich das schon auch so ausgesucht. Sie wollte gerne leiden und sie wollte gerne, dass ihre Kinder ihr dafür die Aufmerksamkeit schenken. Und das ist natürlich nicht logisch aus unseren Augen heraus, aber, das ist halt auch 'n Stück ihrer Krankheit gewesen. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich schon verstehen, ja. Boah, hattest du dann aber als Kind so 'ne ganz persönliche nicht Bindung zu den Dämonen, aber du hast die dann schon konkret an die geglaubt auch, oder? Weil du hast ja dann, Ja. das Ganze mitbekommen. Hast du dann b best also Fälle mitbekommen, wie dein Vater das dann auch durchgezogen hat mit den Dämonenaustreibungen? Warst du mal Also, dabei oder kanntest du nur so die Geschichten? ich war nie dabei. Also, das hätte der nicht gemacht, dass der Leute mitnimmt, aber der hat uns schon oft davon erzählt, wie das so abläuft. Also, der, ist da meistens dann irgendwie hat sich mit dieser Person getroffen und dann musste man erst mal, glaube ich, gucken, wie schlimm ist es? Sind das mehrere Dämonen? Also, ich glaube, auch da wurde irgendwie noch mal so 'n bisschen klassifiziert, wie da jetzt grade, der Stand ist und dann hat er die Dämonen quasi in Gottes Namen ausgetrieben und er sagte dann auch immer, dass das teilweise echt zu Kämpfen kommt, wenn die Dämonen sehr stark sind und wenn der Satan da sehr krass eingreift, dann war das für meinen Vater auch immer sehr anstrengend, aber Gott siegt immer. Deswegen hat's eigentlich immer geklappt. Man konnte die Dämonen quasi immer, austreiben. Und weil er damit auch so offen umgegangen ist mit diesen Geschichten, waren die natürlich total real für mich und es kam noch dazu, dass wir uns als Kinder überhaupt nicht mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen durften. Also, wir durften so was wie Bibi Blocksberg oder später dann Harry Potter und so was, das durften wir alles nicht gucken. Also,
Selbst die Gummibärenbande und so. Also auch sehr, wo man jetzt sagen würde, vielleicht eher harmlose Themen, aber alles, wo irgendwie so ein bisschen Magie vorkam, war halt schlimm, weil man, sobald man das liest oder sich damit konfrontiert, weil man dann das Herz öffnet für das Böse. Und man hat dann quasi keine Kontrolle mehr darüber. Es kann halt immer passieren, dass dann Dämonen in einen hineinfahren. Und mein Vater wollte uns davor dann halt beschützen. Und deswegen haben wir sehr viele Verbote gehabt. Und ich habe mich auch gerne dran gehalten. Ich habe mich auch selber zensiert quasi. Also ich hätte nicht heimlich jetzt ein Buch gelesen als Kind, weil ich so viel Angst davor hatte, dass das halt passieren kann. Das glaube ich dir voll. Also, diese ganzen Gummibärbande und so weiter, das ist ja wegen der Zaubereien. Also, das Ja, kommt mir ganz bekannt vor. Wir haben es ja, trotzdem geguckt, weil meine Mutter genau. damals nicht so streng war. Also, Bibi Blocksberg, aber so Harry Ja, Potter und alles ist bei den Zeugen Jehovas auch komplett ja, tabu. ja, genau, Weil die genau. glauben das genauso, dass dann der Dämon in einen reinfahren kann oder nicht reinfahren, aber dich beeinflussen kann, wie du sagst. Das Herz Ja, öffnet sich dann genau. und so. Das haben die auch Ja, gesagt. Ja, schon verrückt, ne, jetzt im Nachhinein irgendwie. Aber ja, gut, total. du hast jetzt die Verbote schon 'n bisschen angedeutet. Welche Ja. Verbote hattet ihr denn noch so gehabt, dass man so 'n bisschen Vorstellung bekommt? Hm, also, ich glaube, so ganz praktisch war das eines der größten Verbote, dass man sich mit solchen Magiethemen nicht beschäftigen durfte, aber, generell waren natürlich weltliche Themen 'n Problem. Also, als ich dann Teenager wurde, waren auch, einfach alle Serien und Filme und Bücher verboten, in denen es, um Sex ging zum Beispiel, weil natürlich Sex in die Ehe gehört und man sollte sich damit vorher gar nicht erst auch nur gedanklich irgendwie beschäftigen. Ähm Und also, d genau, dieses ganze Thema Sex vor der Ehe, Beziehungen haben und so weiter, das war halt 'n ganz, ganz großes, Tabuthema. Und ich glaube, was so das ist jetzt nicht so 'n praktisches Verbot, aber das hat so viele Auswirkungen im Kleinen. Es geht halt immer darum, dass man sich selber als Mensch klein machen muss, damit Gott in einem groß werden kann. Das ist halt so die wichtigste Annahme. Und das heißt natürlich für 'n Kind, was sich erst entwickelt und erst 'ne Persönlichkeit aufbaut, dass es das ja eigentlich gar nicht darf. Weil immer, wenn so 'n eigener Wunsch zum Beispiel aufkam oder, ich mich nach irgendwas gesehnt habe, war das ja quasi 'ne Sünde, weil ich habe das ja für mich gemacht. Ich war egoistisch. Ich habe irgendwie mir was gewünscht und eigentlich hätte ich ja Gott jetzt groß machen müssen. Ich hätte ja fragen müssen, was Gott will und nicht, was ich will. Und dadurch kamen so im Kopf so viele Verbote noch irgendwie dazu. Also, immer wenn ich irgendwie eigene Sehnsüchte hatte, musste ich mir die quasi verbieten. Und Ja, so man war hat ich immer auch so die ganzen schlechtes ja, ja. ja, man hat die ganze Zeit 'n schlechtes Gewissen, man reglementiert sich die ganze Zeit selber. Und das ist jetzt natürlich dann nicht so 'n praktisches Verbot, aber das passiert in einem drinnen. Und Ja, auch so Themen wie Eitelkeit. Meine Mutter war sehr sensibel beim Thema Eitelkeit. Also, sobald ich irgendwie mich dazu geäußert habe, dass ich 'n Oberteil schöner finde als 'n anderes oder, dass ich gerne meine Haare wachsen lassen möchte, weil ich hatte früher sehr kurze Haare, das war immer gleich sündig, weil es eben eitel war und wir bescheiden sein sollen zum Beispiel. ja, okay. Aber durftet ihr Kontakt zur Außenwelt so haben oder so Freunde, Ja, und ich glaube, die nicht aus eurer ja. Gemeinde waren? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, da habe ich echt das ist 'n großes Glück, was ich hatte, weil wir halt auf 'ner normalen Schule waren und ich dann auch nicht durchgehend, aber ich hatte oft, vor allen Dingen in der Grundschule und dann später noch mal in der Oberstufe, hatte ich echt gute Freunde auch in der Schule und ich glaube, die haben auch so in mir so 'n Samen eingepflanzt für andere Sichtweisen. Deswegen ja, zum Glück habe ich mit anderen Kindern irgendwie Austausch gehabt, durfte auf Kindergeburtstage gehen, war da irgendwie auch ganz gut vernetzt und wir haben auch in so 'ner Neubausiedlung gewohnt. Das heißt, ganz viele Kinder haben da auch also sehr in der Nähe halt von mir gelebt. Das war für mich total gut, ja. Das ist Aber sie echt haben's nicht gut. super gern gesehen. Also, es war schon so, sie hätten's besser gefunden, wenn ich in der Gemeinde mehr Freunde gehabt hätte, glaube ich, als jetzt in der Schule. Ja, das verstehe ich schon, ne? Es ist ja trotzdem so dieser böse Einfluss, Ja, genau. böse quasi. Ja. Durftet ihr eigentlich Fernseher gucken? Weil das höre ich immer wieder oder das Ja. sind vielleicht das durftet ihr? Ja, Also allgemein schon? wir durften ferngucken, ja, allerdings halt sehr ausgewählt, wobei das damals dann auch nicht so schwer war, weil wir hatten irgendwie nur ARD und ZDF. Da war das ja dann eh ziemlich begrenzt, was wir gucken durften. Ne, aber wir hatten Fernseher und meine Eltern haben auch, geguckt. Aber es war schon so, wenn dann,
wenn's 'ne Kussszene gab zum Beispiel bei so 'nem Erwachsenenfilm, dann wurde direkt, umgeschaltet. Also, es wird schon sehr darauf geachtet, was wir gucken dürfen, aber wir durften, ja. Ja, okay, das ist gut. Das hört sich schon halbwegs Ja, normal an. ja, Ähm, also, wie hast du deine Schulzeit empfunden? Du hast ja schon gesagt, du hattest da Freunde, dann das heißt, war schon halbwegs ganz gut gewesen, oder? ja. Also, Grundschule habe ich echt ganz gut in Erinnerung. Da war ich gern. Ich war vorher halt auch nicht im Kindergarten und das war so für mich dann total 'ne neue Erfahrung mit den ganzen Kindern und das habe ich super, ja, also, habe ich wirklich sehr gut in Erinnerung. Allerdings hatte ich immer extreme Angst vor Erwachsenen. Also, vor allen Dingen vor Lehrern, weil die natürlich auch 'ne gewisse Macht haben und, ich habe mich ganz, ganz schwer getan, irgendwie im Unterricht mal was zu sagen oder so. Also, ich war unfassbar schüchtern. Ich würde auch fast sagen, dass es gar nicht schüchtern war, sondern verängstigt. Ich hatte einfach richtig Angst, dass ich irgendwas falsch machen könnte. Deswegen war das so 'n bisschen zweigeteilt. Ich fand halt die Zeit mit den Schülern, also mit meinen Mitschülern total cool, aber im Unterricht war ich extrem angespannt. Aber hast du dich anders gefühlt als so die Mitschüler oder die beneidet für alles, was die dürfen, Ja, oder wie war das? ich glaube, das ist so 'n Zwiespalt, in dem ganz viele Kinder stecken, die in so 'ner Glaubensgemeinschaft aufwachsen, also egal in welcher, weil man ja einerseits irgendwie weiß, man ist so auserwählt, man ist was Besonderes, man ist ja auch überzeugt davon, dass das alles total gut ist. Und dann ist es bei, fundamentalistischen Christinnen ja auch so, dass man eigentlich auch missionieren sollte. Also, man sollte die frohe Botschaft ja auch weitertragen. Und gleichzeitig habe ich mich aber halt auch voll geschämt dafür. Also, mir war das unfassbar peinlich, dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst muss. Und meine Eltern waren mir auch, also vor allen Dingen meine Mutter war mir auch total peinlich. Und das war halt so 'n Zwiespalt, weil ich einerseits wusste, ich muss das jetzt eigentlich offen ausleben. Ich muss allen zeigen, dass ich an Gott glaube und gleichzeitig wollte ich aber auf gar keinen Fall, dass das jemand bemerkt. Und, ja, in diesem Zwiespalt habe ich mich irgendwie so befunden. Und mal hat das eine überwogen, mal das andere. Und ich Aber weiß schon, dass ich mir oft gewünscht habe, einfach in so 'ner Familie zu leben wie meine Freundin. ah, bist du dann missionieren gegangen oder wussten deine Freunde, dass du in einer so strengen Gemeinschaft bist? Glaube, die wussten nicht, dass ich in so 'ner strengen Gemeinschaft bin, weil ich das auch selber gar nicht wusste. Also, man rafft das als Kind ja gar nicht. Ich dachte Ja. halt, ich gehe in 'ne Gemeinde, das machen ja total viele. Und die wussten das schon. Ich glaube, nicht alle wussten, wie krass das ist und was das so für Auswirkungen hat. Aber grade als ich dann so älter wurde, habe ich meine Freundinnen auch gefragt, ob die mitkommen zu irgendwelchen Veranstaltungen oder ich habe einmal auch eine mitgenommen auf 'ne christliche Freizeit. Die ist dann auch tatsächlich mitgegangen und hat sich angefangen, für diese ganzen Inhalte auch zu interessieren und so. Also, es war schon auch irgendwie so Teil meiner Aufgabe, habe ich gedacht. Ja, wie habt ihr denn missioniert? Also, du hast ja so 'n bisschen erzählt, aber sonst so diese Ja, offiziellen Missionierungen, wie haben die so ah, stattgefunden? ähm, also, es gab in der Gemeinde auf jeden Fall immer so Straßeneinsätze, wo man dann also, ich muss kurz dazu sagen, meine Gemeinde war auch angebunden an so 'n Diakonissenmutterhaus. Und, oft fanden diese Missionsveranstaltungen dann zusammen mit den Diakonissen statt. Dann hat man in der Stadt irgendwie 'n Stand aufgebaut, hat Waffeln gebacken, was gesungen und hat dann irgendwie Leute angesprochen, die eingeladen zu irgendwelchen Events. Ähm Dann hatten wir immer so 'n Jugendgottesdienst, der fand einmal im Monat, glaube ich, statt. Da haben wir wirklich sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, dass das so 'n bisschen cooler und hipper und so weiter ist. Also, damals gab's so was wie ICF und so alles auch noch nicht, ne? Also, so diese ganzen coolen, hippen Gemeinden, das war, noch sehr weit weg für uns und, ja, wir haben dann halt so 'n etwas frischeres, Programm dann, gehabt und sind dann vorher auch in die Stadt dann gefahren und haben Leute angesprochen, die irgendwie jung waren und wo wir dachten: „Ach, vielleicht haben die ja Bock“, und dann haben wir die eingeladen und mitgenommen. Aber was wir jetzt nicht so hatten, ich glaube, bei euch, bei den Zeugen ist das ja schon so, dass ihr so richtig, also Haus-zu-Haus-Besuche in der Stadt stehen und so. Das war bei uns nicht so, geregelt, Mhm. sondern man sollte einfach immer ein Licht für Gott sein quasi. Ah ja, okay. Ja, spannend, aber schon ziemlich aktiv. Wie oft hast du das denn gemacht? Also, so diese Missionierungen? Ich habe mich offen gestanden da sehr viel vorgedrückt, weil ich, das furchtbar fand. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch und ich finde, Menschen auf der Straße ansprechen ist eine der schlimmsten Sachen, die man
Also, für mich ist das wirklich der absolute Horror. Und deswegen habe ich mich da viel vor gedrückt und habe mich immer so 'n bisschen also, habe das so selber vor mir verteidigt, indem ich gedacht habe: „Ja, aber meinen Freunden erzähle ich ja was und meine Freunde nehme ich dann mit und so.“ Ja, okay, das ja. verstehe ich schon, ja. Okay, du hast dann später geheiratet, auch einen, der auch ein Christ gewesen ist, oder? Mhm. Ja, genau. Ich war 18 oder 19, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich in der Gemeinde, einen Mann, kennengelernt, der war da relativ neu. Der kam selber, aus einer Familie, wo die Eltern Missionare waren. Die sind aus Deutschland ausgewandert nach Brasilien und haben da als Missionare gearbeitet und haben ihn adoptiert. Und er ist da aufgewachsen und ist dann nach Deutschland gekommen, um 'ne Ausbildung zu machen. Und dann haben wir uns da kennengelernt und genau, waren, ich glaube, 2 Jahre zusammen und haben dann auch geheiratet. Das ist halt in diesen Kreisen relativ normal, dass man sehr früh heiratet, weil man ja auch also nicht nur keinen Sex vor der Ehe haben darf, sondern man darf ja auch nicht zusammenziehen. Man darf nicht zusammen in Urlaub fahren und da im gleichen Zimmer schlafen und so. Also, es hat sehr viele praktische Gründe auch. Genau. Und er war auch 'n bisschen älter als ich. Also jetzt nicht viel älter, aber ich glaube, er hatte schon lange diesen Wunsch, auch 'ne Familie irgendwie zu gründen und genau, ich habe dann mit 21 geheiratet. Okay, mit 21. Und wie sah euer Familienleben dann aus? Hast du's dir so vorgestellt oder wie hat sich das angefühlt alles dann? Ja, es war für mich schon was Neues, jetzt dann plötzlich mit ihm zusammenzuleben, weil vorher haben wir uns schon sehr viel getroffen. Wir haben auch in der gleichen Stadt gewohnt, aber man teilt ja nicht so sehr seinen Alltag. Also, man trifft sie zu ausgewählten Aktivitäten, und da kann man sich natürlich auch noch mal auf 'ne andere Art und Weise zeigen, als wenn man den ganzen Tag zusammen ist und, dann halt auch mal seine Ecken und Kanten und so was, zeigt. Ja, und ich, bin in dem Jahr, wo wir geheiratet haben, bin ich nach Marburg gezogen und habe auf 'ner Bibelschule angefangen, 'ne Ausbildung zu machen. Und er ist dann, als er mit seiner Ausbildung fertig war, hinterhergezogen und dann sind wir dort zusammengezogen. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert. Also, ich habe einfach schnell gemerkt, dass sein Interesse an mir komplett gestorben war. Also, ich hatte das Gefühl, er hat jetzt das, was er wollte. Er hat jetzt 'ne Frau, alles ist so gelaufen, wie er sich das so gewünscht hat, 'ne christliche Frau, verheiratet, 'n Job und 'ne Wohnung. Und dann hatte er aber gar kein Interesse mehr an dieser Beziehung, eigentlich auch noch irgendwie zu arbeiten oder irgendwie Zeit mit mir zu verbringen oder mich mal zu fragen, wie's mir geht. Er war dann arbeiten und kam oft auch nach der Arbeit nicht mehr nach Hause und hat auch oft gar nicht Bescheid gegeben. Und wenn er dann nach Hause kam, war der fast immer betrunken. Und es hat 'n bisschen gedauert, um zu verstehen, dass er wirklich nicht konnte. Also, er musste nach der Arbeit was trinken gehen, weil er einfach süchtig war. Und das hat bei mir 'n bisschen gebraucht, um das also zu sehen und auch mir selber dann einzugestehen, dass es hier wirklich 'n Problem gibt. Und leider war's dann aber so, dass immer, wenn ich ihn darauf angesprochen habe, dass er sich darüber lustig gemacht hat oder auch wütend wurde. Also, er wollte das gar nicht annehmen. Er hat immer gesagt: „Nein, nein, ich bin nicht süchtig, ich habe kein Problem“, aber es war wirklich offensichtlich. Ich habe den nicht mehr nüchtern erlebt, außer morgens, wenn er sich fertig gemacht hat, für die Arbeit. Oh. Und ich habe da wirklich, sehr drunter gelitten, weil ich dachte, ich habe jetzt diese Entscheidung ja für mein Leben getroffen. Also, in diesen Kreisen ist eine Scheidung eigentlich keine Option. Also, ich wusste, das ist jetzt 'ne Lebensentscheidung. Ich muss jetzt mit diesem Mann zusammen sein. Und ich habe mir aber sehr gewünscht, das nicht mehr sein zu müssen. Also, ich wollte wirklich dieser Beziehung entfliehen. Ich wollte da raus, weil ich wusste, es gibt keine Hoffnung auf Besserung, weil er das ja nicht einsehen wollte. Wie Und, lang wart ich ihr da wollte bis da wiederum schon verheiratet? gar nicht lange. Also, vielleicht 'n paar Monate oder Hm. Ah, noch halbes Jahr bis Jahr vielleicht. Also, es war wirklich nicht lange. Ja. Mhm. Und ich habe dann aber so ich habe mich dann halt die ganze Zeit gefragt, ob Gott wirklich jetzt von mir verlangt, dass ich bis zum Ende meines Lebens diese Beziehung führe, so wie die ist. Und habe Also, ich wusste irgendwie, ja, ich darf mich nicht scheiden lassen. Das ist nicht erlaubt, das will Gott nicht. Und gleichzeitig habe ich da gedacht: „Ja gut, aber wenn Gott mich jetzt bestrafen will dafür, dass ich diese Ehe eingegangen bin, dann will ich mich diesem Gott nicht mehr unterwerfen.“ Und, habe dann sehr lange auch
echt überlegt und immer wieder abgewogen und habe mich dann aber doch entschieden, mich zu trennen. Boah, voll mutig und voll stark, muss ich sagen, von dir. Aber ich meine, die Schlussfolgerung ist ja eigentlich auch logisch, wie du sagst, dass warum verlangt Gott von mir das so? Mhm. Ja, aber gut, wie hat sich das dann angefühlt? Wie hat er reagiert? Oder die ganzen Kreise dann auch? Ja, es ging 'n bisschen einher damit, dass ich auch die Ausbildung an der Bibelschule abgebrochen habe, weil ich in dieser Zeit so große Zweifel bekommen habe an Gott und, an meinem ganzen Glauben. Und, deswegen habe ich die Ausbildung irgendwann abgebrochen, weil ich das Gefühl hatte, ich spiele da nur noch 'ne Rolle. Ich tue nur noch so, als wäre ich eine Christin, als würde ich beten, als würde ich, das alles irgendwie noch vertreten. Und ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil ich mich so gar nicht mehr damit identifizieren konnte. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt erst mal was anderes machen und mich mit meinen Glaubensfragen irgendwie erst mal auseinandersetzen, bevor ich da weitermachen kann. Und das heißt, das ging irgendwie so einher damit, dass ich mich ohnehin schon mit allem Möglichen auseinandergesetzt habe. Aber was hat Und, dich genau zum Zweifeln gebracht auf dieser hm, Bibelschule? ich glaube, ich hatte schon relativ früh immer mal wieder Fragen. Also, ich hatte schon, als ich noch in der Schule war, habe ich mich immer gefragt: „Wo kommt eigentlich das Böse überhaupt her?“ Also, hat das schon existiert, seitdem es Gott gibt, oder hat Gott das Böse geschaffen? Und wenn er's geschaffen hat, warum hat er's geschaffen? Und wenn er's nicht geschaffen hat, warum beseitigt er es nicht einfach? Es müsste ja nicht da sein. Und, mich hat dieses Thema nie so richtig losgelassen. Also, mir wurde dann immer gesagt: „Ja, Gott ist klüger als du und du musst da einfach vertrauen und, das wird alles schon seine Richtigkeit haben.“ Und es kamen einfach immer mehr Zweifel so dazu. Ich habe auch nicht verstanden, wieso ich eigentlich bestraft werde dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Also, Gott hat mich geschaffen und dann passt es ihm aber nicht, dass ich irgendwie 'n sündiger Mensch bin und, dann werde ich f wahrscheinlich in der Hölle landen, weil ich vielleicht mich gegen ihn entscheide. Das kam ja alles, es ist ja eigentlich eher Erpressung als irgendwas Hoffnungsvolles. Und es kamen so ganz viele, Zweifel dazu. Ich kenne die ganzen Gegenargumente mit, „Ja, du bist hast ja 'n freien Willen“ und so weiter, aber mir hat es nicht ausgereicht. Meine Fragen wurden irgendwie nicht beantwortet und ich habe gemerkt auf dieser Bibelschule, dass die Leute um mich herum irgendwie 'ne andere Art von Glauben haben. Also, dass die, sich mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen wollen. Also, ich habe viele Gespräche auch gesucht und dass die auch gar nicht so, ähm, angstgetrieben sind wie ich. Also, ich war extrem angstgetrieben. Ich habe immer nur gedacht: „Ja, dann lande ich irgendwann in der Hölle.“ Und deswegen glaube ich an Gott und deswegen mache ich das hier alles. Und die anderen waren alle so 'n bisschen: „Ja, alles ist gut und ich liebe Jesus“ und so weiter. Und ich habe mich dann irgendwie gefragt: „Liebe ich Jesus eigentlich auch oder mache ich das nur, weil ich nicht in der Hölle landen will?“ Und was wäre eigentlich, wenn's die Hölle nicht gäbe? Würde ich dann wirklich noch an Gott glauben wollen oder würde ich mich ihm noch unterwerfen wollen? Das ist ja auch noch mal was anderes. Und, ja, das waren halt so irgendwie ganz viele Fragen, die so dazu kamen. Und ich glaube, dass dieser Schritt dann zu sagen: „Ich, will mich auch scheiden lassen“ und damit habe ich irgendwie so 'ne Grenze überschritten. Ich wusste, das ist verboten und ich mache es aber trotzdem und ich setze mich über Gottes Willen hinweg. Und das war für mich irgendwie so der Anfang, mich so komplett zu öffnen für neue Ideen und m meine Fragen auch einfach mal zuzulassen. Und zu der eigentlichen Frage, du hattest ja, gefragt wegen, wie mein Mann das aufgefasst hat. Sorry, ich Ja, bin jetzt total sorry. abgeschweift. Ich stelle manchmal Ähm, 10 Fragen auf einmal, es ne, tut ach mir Quatsch. das ist ja alles gut. Ja. Er hat's nicht gut aufgefasst, würde ich sagen. Ich bin ziemlich schnell ausgezogen in 'ne WG und, ich fand die Trennung super schwierig, weil er mir ein ganz schlechtes Gewissen machen wollte. Also, er hat mir sehr viele Nachrichten geschrieben mit Bibelversen und dass, ich doch jetzt auch grad 'ne Sünde begehe, weil, Gott möchte das nicht. Also, er hat schon versucht, mich sehr unter Druck zu setzen und hat, glaube ich, auch sehr viel Wut an mir ausgelassen. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt dann einfach ausgehalten, bis es weniger wurde. Und mein Umfeld hat auch geht so, würde ich sagen, reagiert. Also, ich, hatte natürlich viele Freunde an dieser Bibelschule noch und die haben das nicht verstanden. Also, ich glaube, ähm, da waren bei denen einfach ganz viele Fragezeichen, wie ich mich jetzt für diesen Weg entscheiden, konnte. Ähm, ja, also, ich habe schon auch
viel Kritik einfach dafür bekommen. Wird man deswegen gemieden irgendwie in der Gemeinde oder wie läuft das da ab? Also, hast du Konsequenzen dadurch? Mhm. Also, in meiner alten Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, wäre das schon 'n Problem gewesen, weil man dort nicht mehr hätte mitarbeiten dürfen. Also, und das ist natürlich, jetzt war ich nicht mehr an der Bibelschule, aber das das war ja eigentlich mein Ziel, mal wirklich Vollzeit in der Gemeinde oder so zu arbeiten. Das wäre natürlich 'n bisschen schwierig geworden dann für mich. Aber in der Zeit, als ich dann von der Bibelschule weg bin und, mich getrennt habe, war ich in keiner Gemeinde so richtig verankert. Also, ich war nirgendwo Mitglied. Ich habe, als Jahrespraktikum habe ich 'n Kindergottesdienst mitorganisiert. Das habe ich einfach aufgehört und ich bin dann einfach nicht mehr irgendwo erschienen. Aber weil ich nirgendwo so richtig Mitglied war oder so ganz tief verwurzelt, ist das auch vielen nicht aufgefallen. Also, das war mein Glück, dass, ich da quasi keine so 'ne Heimat in der Gemeinde hatte. Es war echt nur die Bibelschule, mit der ich noch viel Kontakt hatte und wo die sich einfach gewundert haben. Ja. Dürftest du die Bibelschule weiter besuchen, wenn du das gewollt hättest noch, also mit der Scheidung? Das ist 'ne gute Frage, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das 'n Problem geworden wäre. Ja. Okay. Was war eigentlich mit deinen Geschwistern? Also, du hast ja sehr viele Geschwister. Hattest du zu ihnen 'ne gute Bindung oder geht's so? Äh, Ich finde das Thema Geschwister leider unfassbar schwierig, weil ich liebe meine Geschwister. Ich habe ganz viel Liebe für die und das sind ganz tolle Menschen. Ich habe, auch sehr gute Erinnerungen an die Zeit, in der wir viel Kontakt hatten und in der wir noch zusammengelebt haben. Aber, ich kann zu den meisten aktuell keinen Kontakt haben, weil ich Schwierigkeiten damit habe, mit ihrem Umgang, mit Glaube, mit der Familie und so weiter. Ähm, Was ich aber überhaupt nicht verurteilen will. Also, die dürfen ihre Lebensentscheidungen treffen, wie sie möchten, nur ich halte manches grad nicht aus und ich habe aktuell tatsächlich nur mit einer Schwester Kontakt, die auch nicht mehr in der Gemeinde ist. Mit ihr habe ich sehr guten Kontakt, genau, aber mit der anderen leider grad nicht. Ihr hattet mal 'ne Doku, oder? Zusammen mit der Schwester. Habt ihr mal 'ne Doku gedreht? Ne. Ich war aber in einer Doku, wo auch eine war mit ihrer Schwester. Vielleicht hast du da grade was, durcheinander gebracht, aber mit meiner Schwester nicht. Okay, vielleicht waren die anderen Geschwister, aber du vielleicht warst du aber Ja. du warst schon mal in einer Doku gewesen? Ich war in dieser Doku, genau, und da war noch eine andere und die hatte ihre Schwester mit dabei bei den Ah, okay, dann habe Aufnahmen. ich's vielleicht Genau. verwechselt. Ja, ich habe schon länger her Ja. geguckt, Ach, aber dein Gesicht ist kam doch mir nicht so schlimm. bekannt vor. Ja, ja, ja. Ja, Genau. okay. Ah, gut. Das heißt, deine Schwester ist auch ausgetreten Mhm. Ja, und genau. aber deine Familie dürfte sie noch mit dir Kontakt haben? Ich Ja, meine, du ja, möchtest den Kontakt nicht, aber die dürften zu dir Kontakt haben noch. ja. Das ist tatsächlich, finde ich, eine Sache, die jetzt nicht so streng geregelt ist wie zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Das ist ja unglaublich krass, was es da für Regeln gibt, was ja auch, unter anderem Sekten auch auszeichnet. Und ich finde, das ist etwas, was in Freikirchen oder auch so landeskirchlichen Gemeinschaften eben nicht so ist. Man kann aussteigen. Also, es ist einfach möglich, da rauszugehen. Es kann natürlich sein, dass einzelne Personen irgendwie, dann noch mal Druck ausüben und so weiter. Und das ist, glaube ich, immer ein Problem für die Familie, wenn ein Teil noch drinne ist und ein Teil rausgeht. Ich glaube, das, führt immer zu Konflikten, aber, ich hatte gar keine Schwierigkeiten, einfach rauszugehen. Richtig gut, aber hat man da trotzdem irgendwie wird man anders behandelt oder hast du das wenn du dich mit der Familie treffen würdest, hättest du dann das Gefühl, dass die dich nur bekehren wollen und nur deswegen mit dir Ah, Kontakt haben ja. oder weil das habe ich auch schon häufiger gehört. Vielleicht ist es ja nicht bei allen so. Ich will das nicht irgendwie Mhm. allen jetzt unterstellen. Ja, also das, war auch ein Thema, was wir in der Gemeinde öfters hatten. Also, diese Frage: Sollte man eigentlich mit nichtchristlichen Menschen irgendwie befreundet sein, wenn man die nicht bekehren kann? Und ich glaube, viele hätten gesagt: „Ne, also dann braucht man es auch nicht, weil das ist ja, vertane Zeit.“ Ähm, Ich glaube, es kommt echt ein bisschen drauf an, wen man fragt. Ich hatte ja immer nichtchristliche Freunde und habe total gerne auch Zeit mit denen verbracht. Ähm Ich glaube aber, es wird automatisch irgendwie zum Problem, wenn
wenn die eine Seite irgendwie noch in dieser Glaubensstruktur ist und die andere geht, weil einfach das gemeinsame Fundament wegfällt. Und dadurch fallen so viele Themen auch weg. Also, ich weiß, dass ich mich, als ich dann ausgetreten bin und so weiter, habe ich mich noch mit, 'n paar Freundinnen immer getroffen und sie meinten dann irgendwann auch zu mir: „Ja, das Verhältnis ist irgendwie komisch geworden, weil ich so viele Themen nicht mehr mit denen besprechen möchte, weil ich, nicht mehr mit denen beten möchte.“ Also, weil wir den Glauben einfach nicht mehr miteinander geteilt haben. Und es wurde halt immer weniger Kontakt, bis er irgendwann weg war. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach vielen Menschen so geht, dass, wenn dieses Fundament weg ist, dass es schwierig wird. Ja, aber das ich glaube, das liegt halt auch eben daran, dass diese Religionsgemeinschaft so extrem ist und dass Gott für die so 'ne hohe Position hat, dass Ja, die eigentlich alle Lebensthemen nur mit diesem Glauben verbinden und ja, dadurch ist es halt dann schwierig, wenn man keinen Bezug mehr zu Gott hat, dass es dann irgendwie schwierig wird, dieses Verhältnis irgendwie mhm. aufrechtzuerhalten. Aber Ja, total. was sind bei dir noch so die Gründe, dass du, wenn es dir nicht zu privat ist, warum du dich entschieden hast, zu deiner Familie, aber auch zu den Eltern, oder? Und zu den Geschwistern hast du selber den Kontakt abgebrochen, oder? Ja, ähm, also, bei den Geschwistern da, das ist so, dass ich irgendwie denke, das ist halt nicht nur meine Lebensgeschichte, sondern das ist auch deren Lebensgeschichte. Deswegen möchte ich da immer nicht so gerne so tief, drüber reden, weil, Das verstehe ich. genau, also, weil das einfach zu sehr die auch betrifft. Bei meinen Eltern sehe ich das anders und, ich habe als Allererstes den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen und zwar wirklich kurz nachdem ich mich, von meinem Mann getrennt habe. Ähm, und das hatte erst mal auch gar keine religiösen Gründe oder so, sondern ich habe einfach, nachdem ich dann ausgezogen bin, ganz viel auch reflektiert und über meine Mutter nachgedacht und über die Beziehung zu ihr. Und mir ist, je älter ich wurde, auch immer klarer geworden, dass das eben nicht normal ist, sondern dass meine Mutter krank ist und dass sie aber auch gesunde Anteile hat und dass sie in sehr vielen Momenten auch sehr bewusst Dinge getan hat und mir geschadet hat. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt an die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter denke, dann ist da wirklich nichts Gutes. Also, ich wüsste nicht, wofür ich da irgendwie um was kämpfen sollte. Und ich habe halt gemerkt, dass sie mir schadet. Ich hatte in dieser Zeit ganz schlimme Albträume auch von ihr, also so ganz, angstbesetzte Träume. Und ich habe das wirklich als reinen Selbstschutz gemacht, weil ich, das nicht mehr, also, ich wollte sie nicht mehr in meinem Leben haben und deswegen habe ich den Kontakt abgebrochen. Verstehe ich Und voll. ich habe dann auch mit meinem Vater irgendwann gebrochen. Da ist es 'n bisschen anders, obwohl auch da ist es so, dass ich gesagt habe: „Es ist jetzt Schutz für mich, dass ich das mache.“ Mein Vater Ich habe meinen Vater sehr lange extrem angehimmelt. Also, er war für mich immer der Gute, der Lustige, der Gesellige, weil er natürlich im Gegensatz zu meiner Mutter war er halt immer so 'n sicherer Hafen. Also, er hat mich nicht angebrüllt, er hat mich nicht geschlagen und er war oft lustig und irgendwie nett und hat witzige Geschichten erzählt. Und ich habe den extrem bewundert und, heute denke ich, er war Mittäter, weil er hat nichts dagegen unternommen. Er hat sich einfach wie 'n Kind benommen und hat so getan, als läge nichts in seiner Macht und hat uns Kinder auch alleine gelassen. Manchmal, wenn meine Mutter zu sehr ausgerastet ist, hat er sich einfach ins Auto gesetzt und ist weggefahren und hat uns Kinder da zu Hause gelassen. Boah. Und ich glaube, dass er auch wie meine Mutter so 'ne Rolle für sich gefunden hat, wo er bewundert wurde von den Kindern und diese Liebe so gebraucht hat. Also, er hat sich diese Bewunderung von den Kindern genommen, aber überhaupt nichts zurückgegeben. Und heute denke ich mir, ich schulde ihm das aber jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt erwachsen und ich sehe, dass er nichts getan hat und ich möchte einfach keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Mhm. Ja, das ist halt auch schon hart, wenn man irgendwie so 'ne Vergangenheit hat. Also, ich sehe das absolut wie du, dass er ja auch Mittäter gewesen ist. Also, ihr wart ja richtig in schwierigen Lebenssituationen. Ja, auch einfach der Mama nicht zu helfen, die 10 Kinder hat. Wahrscheinlich hattet ihr auch keine Babysitterin oder so, ne? Du sagtest, du Ne, bist ja auch voll also, spät in den Kindergarten gekommen und so auch? ja, meine Mutter war komplett isoliert. Also, die hatte auch keine Freunde, die hat auch das Haus eigentlich nur verlassen, wenn sie einkaufen war. Die hatte keinen Kontakt zur Außenwelt und es wäre auch schwierig gewesen, weil sie gar nicht so in der Lage war, normale Gespräche zu führen. Also, die war sehr weltfremd auch.
ist also die hätte niemals sich einfach in 'n Zug setzen können, um irgendwo hinzufahren. So was hätte die gar nicht geschafft. Also, die, war sehr isoliert und mein Vater hatte eigentlich, glaube ich, auch jetzt nicht, wirklich Kontakte. Also, das heißt, unsere Familie war wirklich auch irgendwie wie so 'ne Bubble in sich, wo auch keiner reingekommen ist. Also, natürlich, der Vorteil ist, wenn man 10 Kinder hat, hat man immer ältere Kinder, die auf die Jüngeren aufpassen. Also, man hat natürlich dann auch schon Verantwortung übernommen schnell für die nächsten Kinder, die dann quasi kamen. Okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist eben oft so, ja. Hast du die Welt dann irgendwie anders empfunden, als du dann da ausgetreten bist? Ja, ich glaube, ich hatte 'n bisschen das Glück, dass ich in der Oberstufe Freunde hatte, die sehr weltoffen waren und so ganz, so freiheitsliebend und ja, also, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe da ganz viele Werte schon irgendwie so mitgenommen, die, ich zwar in dem Moment nicht akzeptiert habe, aber ich habe sie irgendwie so wahrgenommen. Und ich habe auch in dieser Zeit so 'ne Art Doppelleben geführt. Also, ich war in der Gemeinde, war super streng, habe jeden Tag in der Bibel gelesen und habe mich aber nachts auch rausgeschlichen, um irgendwie mit meinen Freunden trinken zu gehen. Also, das heißt, ich habe die Welt irgendwie auf diese Weise kennengelernt, aber immer in dieser Ambivalenz, ne? Also, immer mit diesem schlechten Gewissen: „Eigentlich darf ich das nicht“ und so. Und, als ich dann ausgestiegen bin und mir auch so klar wurde: „Ich muss jetzt gar nix mehr. Ich muss mich nicht mehr an die Bibel halten und an die Gesetze und alles, was ich gelernt habe“, war das für mich so eine Befreiung, weil ich das Gefühl hatte, ich darf plötzlich mich mit allen Themen beschäftigen. Ich darf jedes Buch lesen. Ich habe halt immer super gerne gelesen, habe jetzt auch die letzten Jahre in der Buchbranche gearbeitet und plötzlich durfte ich in die Bibliothek und mir einfach jedes Buch rausnehmen, egal worum es ging. Oder ich durfte jeden Film gucken. Ich durfte mir, andere Systeme anschauen. Also, auch wenn mich die jetzt vielleicht gar nicht irgendwie gereizt haben oder so, aber dieses Wissen, ich darf mich jetzt öffnen, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass Dämonen in mich reinkommen oder so. Und das war für mich, glaube ich, so einer der wichtigsten Dinge. Das heißt, dein Glaube war direkt weg, wo du ausgetreten bist? Also, du hattest dann keine Angst mehr direkt vor Dämonen oder wie hast du dir das erarbeitet, dass der ganze Ja, Glaube auf einmal so weg gewesen ist? der war nicht wirklich weg, aber es war so, dass ich am Anfang irgendwie so, ich war so 'n bisschen sauer auf Gott. Also, weil diese ganzen Fragen so aufkamen und ich so dachte: „Ey, was ist das für 'n Gott, der mich so schafft und mich dann bestraft“ und so weiter. Und mit der Zeit sind, glaube ich, einfach sehr viele Elemente so einfach weggefallen. Also, ähm ich habe den Glauben so 'n bisschen ruhen lassen. Ich habe mich da nicht mehr ganz so intensiv damit auseinandergesetzt. Am Anfang extrem und dann erst mal nicht mehr. Und, in dieser Zeit sind, glaube ich, sehr viele Sachen in mir aber passiert. Also, ich habe dann gemerkt: „Okay, eigentlich glaube ich nicht an Dämonen. Eigentlich glaube ich nicht an die Hölle.“ Also, das ist so alles nach und nach passiert, nachdem ich natürlich auch viel darüber gesprochen habe und so mit Menschen. Also, es ist jetzt nicht einfach so, dass es dann weggegangen wäre auf einmal, aber so nach und nach sind die einzelnen Elemente, glaube ich, weggefallen, bis einfach nichts mehr übrig war. Und ich habe mir aber schon früher erlaubt, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Also, es war so, ich glaube, es war so ein bisschen parallel, dass das passiert ist. Aber ich glaube, dass diese Glaubenssätze, die man so hat, gerade wenn man reingeboren wird in sowas, ich habe das ja 22 Jahre alles komplett so hingenommen. Und das ist natürlich nicht einfach mal eben schnips so weg, nur weil ich jetzt mal grad irgendwie 'n Glaubenszweifel habe oder so, ne? Also, ich merke jetzt manchmal noch, dass so Glaubenssätze in mir drin sind, die daher kommen. Oder auch diese Angst vor der Hölle. Ich glaube, das haben unglaublich viele Leute, die aus diesen christlichen Kreisen aussteigen. Ich habe gar nicht mehr an die Hölle geglaubt und hatte trotzdem irgendwie noch Angst. Also, weil das sind ja unterschiedliche Sachen, ob das rational bei mir jetzt so ankommt oder was ich innerlich irgendwie noch spüre. Es hat Jahre gedauert. Das kann ich voll nachempfinden. Ja, Ja, äh, also, diese Angst haben wirklich viele. Das haben ja bei den Zeugen auch haben sehr mhm. viele noch Angst vor Armageddon und alles. Ja, Was, wenn's genau. doch stimmt, wenn 'ne Pandemie ausbricht? Haben die doch recht gehabt und Mhm. so weiter. Wie sieht dein Leben dann heute aus? Ähm, Ich würde sagen, ich führe eigentlich 'n total schönes Leben. Ich bin jetzt, seit 17 Jahren mit meinem Freund zusammen und wir wohnen hier in der Nähe von Köln und ich habe, dann statt der Bibelschule habe ich Germanistik studiert und Kunstgeschichte und arbeite seitdem im Marketing.
und wir haben 2 Katzen und sind ganz viel draußen mit dem Fahrrad unterwegs und, ich fühle mich einfach so viel freier. Das ist schön. Ja, Du, ich ich habe auch. gesehen, du du machst ja auch Aufklärungsarbeit, habe ich gesehen, ne? Ein bisschen. Ja, genau. Ähm, bei mir war es so, ich bin ja das ist ja jetzt wirklich schon eine Weile her, dass ich ausgestiegen bin und es gab damals nichts. Und ich wusste nicht mal, dass ich ausgestiegen bin. Also, ich wusste nicht mal, dass das irgendwie, 'ne Art von Sekte war, aus der ich da ausgestiegen bin. Ich dachte, ich habe einfach eine Gemeinde verlassen, fertig. Und ich habe, aber immer irgendwie für mich nach Menschen gesucht, mit denen ich irgendwie connecten kann. Also, ich habe dann Erfahrungsberichte gelesen von Sektenaussteigern, zum Beispiel von Zeugen Jehovas oder von Leuten, die aus Scientology ausgestiegen sind und so. Aber ich habe nie etwas gefunden, was jetzt mit meiner Gemeinde irgendwie was zu tun hat. Und ich habe das dann aber auch ruhen lassen, weil es dann auch so lange her war. Und ich bin dann aber durch Zufall auf 'n Podcast gestiegen, wo jemand auch von einer landeskirchlichen Gemeinschaft ausgestiegen ist und ich habe gedacht: „Hä, das ist das ist scheinbar 'n Thema. Also, scheinbar gibt es doch mehr Menschen als mich.“ Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe gemerkt, mittlerweile gibt's 'n Verein, der sich, um diese Themen kümmert, der heißt Fundamental Frei. Es gibt einen Discord-Server, wo Leute sich austauschen. Es gibt Menschen, die irgendwie nach Content suchen, nach Austausch. Und dann habe ich angefangen, mich neu so mit diesem Thema zu befassen, habe gemerkt, es gibt nicht sehr viele, Artikel und so was. Also wirklich, wo Leute mal etwas erzählen von ihren Erfahrungen. Und dann habe ich 'n Blog angefangen und habe, so über die wichtigsten Themen in dieser, fundamentalistisch-christlichen Bubble, geschrieben. Und, genau, 'n bisschen, mache ich jetzt auch auf Instagram. Genau. Ah, Aber das Schöne okay. ist, dass mittlerweile echt viele Leute berichten. Also, es wird immer mehr, viele Leute, zeigen sich und es wird, glaube ich, auch immer klarer, dass es auch radikale Gruppen in diesem christlichen Bereich gibt. Ich glaube, das war lange gar nicht sichtbar in unserer Gesellschaft. Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt immer mehr wird, dass da immer mehr, sich dazu äußern zu diesen Themen. Mhm. Glaubst du heute noch an Gott? Ne. Also, ich würde jetzt auch nicht so sagen mit Sicherheit, es gibt ihn nicht, aber ich glaube irgendwie nicht mehr. Ne. Mhm. Okay, ja, weil die Frage finde ich jetzt interessant und zwar, kommen wir auch zu der das ist dann auch die letzte Frage, außer dir Ja. fällt noch was ein? Also, es gibt ja ganz viele gläubige Menschen, die dann so uns als Atheisten sagen: „Hä, wie kann man ohne Sinn denn leben?“ Und das ist ja komplett sinnlos. Deswegen dachte ich mir, stelle ich dir mal die Frage, was gibt denn deinem Leben jetzt heute noch einen Sinn, wenn du jetzt irgendwie nicht nach etwas Höherem glaubst und nicht so keine Hoffnung hast halt auf das Leben nach dem Tod, sagen wir mal so. Mhm. Ja, ich finde, das ist, 'ne total gute Frage, weil, ähm, ich ich habe das Gefühl, wenn ich Leuten erzähle, dass ich ausgestiegen bin und so, dass man erst mal so denkt: „Ja, voll gut und das Leben ist ja jetzt viel besser und so.“ Aber wenn man aussteigt, hat man echt es gibt einige Hindernisse und unter anderem verlässt man schon zum Beispiel sein ganzes soziales Netzwerk. Und ganz viel Zeit, die man da verbracht hat, hat man plötzlich und so weiter. Und ich glaube, für mich war wirklich das Schlimmste, was ich verloren habe, als ich ausgestiegen bin, der Sinn des Lebens, der mich irgendwie so getrieben hat, der irgendwie für mich immer so da war und ich wusste, wenn ich das mache, dann zahlt sich das ein und so. Und plötzlich musste ich irgendwie mir selber eingestehen, es gibt diesen höheren Sinn des Lebens nicht. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich weiter glauben kann. Aber es ging einfach nicht mehr für mich. Ich wollte diesen Glauben nicht verlieren, aber irgendwann war es eben so. Deswegen kann ich die Frage total verstehen und ich muss auch sagen, ich kann die nicht klar beantworten. Ich habe kein alternatives Glaubenssystem für mich gefunden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es einen höheren Sinn gibt. Trotzdem möchte ich, meine Zeit irgendwie sinnvoll gestalten und ich habe, ähm glaube ich, auch durch den Blog und durch Instagram jetzt schon 'ne Möglichkeit gefunden, irgendwie auch meine Geschichte zu nutzen, und andere Menschen da vielleicht Hoffnung zu geben oder Hilfestellungen, wenn sie selber grade in diesem Prozess sind. Ich arbeite außerdem in 'ner NGO, also ich möchte irgendwie auch gerne mit meiner Arbeit noch etwas Gutes, bewirken und ich glaube, dass das schon total sinnstiftend ist, so Aufgaben im Leben zu haben und gleichzeitig denke ich
vielleicht ist es auch einfach so. Also, vielleicht habe ich kein total krass übergeordnetes Ziel im Leben. Ähm, nur weil der Glaube mir dieses Ziel verspricht, macht ist das ja nicht wahrer oder so. Ja, das ist 'n guter Punkt. Ja. Lohnt es sich dann überhaupt dann weiterzuleben? Wenn man nicht das stellen mir auch die Leute so: „Ja, wofür Ja, lebt man dann überhaupt, wenn alles sinnlos ist? Kann man sich doch gleich, nicht“, das lese ich jetzt nicht so oft, aber ab und zu kann man sich doch gleich halt, sage ich mal, umbringen gehen. ja, es ist echt also, wenn ich mir das auch überlege, dass wir als Kinder schon damit aufgewachsen sind, immer zu denken, dass dieses Leben total sinnlos ist. Was ist das für 'n destruktiver Gedanke auch, ne? Weil man also, es ist schon auch 'ne gewisse Zeit, die man hier auf der Erde verbringt, ne? Und dass man schon als Kind gesagt, bekommt: „Ja, aber nur das ewige Leben zählt. Das hier ist jetzt echt nicht so wichtig“, ist auch ganz schön schlimm eigentlich. Ich finde es auch ganz schön schlimm, vor allem, weil es ja nicht bewiesen ist, dass danach wirklich was kommt. Und Ja. dieses Leben haben wir ja auf jeden Fall, das haben wir hundertprozentig, Genau, weil wir fühlen es ja, wir sehen es ja. Aber dieses ja, Leben danach, das ist eine Hoffnung von dir. Du weißt nicht, ob du dieses Leben kriegst. Und deswegen finde ich ja, auch, wie du sagst, sollte man erst recht halt dieses Leben genießen, weil das andere ist halt nur ein Glaube. Ob es so sein ja, wird, weiß man nicht. ja. Und Ja. ich glaube, es gibt auch ich habe mal mit anderen Aussteigern gesprochen über dieses Thema Sinn im Leben und dass mir das schwergefallen ist, dass der weggefallen ist. Und, 2 saßen dabei, die gesagt haben, für sie war das die totale Befreiung, dass der Sinn weggefallen ist, weil sie das als so belastend empfunden haben, immer ihrem Leben so einen Sinn geben zu müssen. Und jetzt dürfen die einfach machen und leben und, für sie war das was total Schönes. Also, ich glaube, es kann halt auch in die andere Richtung gehen, ne? Ja, also einfach vor sich hertreiben, so das Leben Ja, auf sich zukommen lassen. Ja, ich ja. verstehe es auch schon, ja. Einfach das Beste nehmen, was kommt. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Haben wir irgendein Part übersprungen, irgendein Detail, was du sagst, das wäre wichtig? Irgendwie die Frage habe ich irgendwie voll nicht berücksichtigt oder so? Da fällt mir grad doch vielleicht noch eine Kleinigkeit Ja, ein, weil das hatte ich erzähl vorhin gerne. vergessen zu sagen zum Thema Dämonen. Ähm, weil es nämlich tatsächlich dann so war das Problem ist halt, es ist nicht so ganz klar, wann ist man eigentlich besessen von einem Dämon. Also, es gibt sehr viele unterschiedliche Symptome dafür und mein Vater ist zum Beispiel davon ausgegangen, wenn jemand schlafwandelt, könnte das an 'nem Dämon liegen. Oder wenn jemand Glaubenszweifel hat, könnte es auch an 'nem Dämon liegen. Und deswegen, ist es oft so gewesen, dass Leute, die eigentlich vielleicht mal zum Arzt hätten gehen müssen, bei der Seelsorge gelandet sind, also bei der Geisteraustreibung und nicht behandelt wurden. Und mir fällt das deswegen noch mal ein jetzt grade, weil meine Mutter ja sehr krank war und sie war dann nämlich auch mal bei einer Seelsorge und die Seelsorgerin hat eben in ihr Dämonen erkannt. Und meine Mutter fand das alles total schlüssig, weil, sie so oft ausgerastet ist und ja immer so viel schreien musste und ihr es ja auch nicht gut ging und so weiter. Und ihr wurden dann tatsächlich auch die Dämonen ausgetrieben. Und sie kam dann zu uns und hat sich bei jedem einzelnen Kind tatsächlich entschuldigt und hat gesagt, dass es ihr leid tut, dass sie uns misshandelt hat und dass das nur an diesen Dämonen lag, die aber jetzt ja ausgetrieben sind. Und es war tatsächlich so, dass 2 Wochen lang hat sich meine Mutter anders verhalten. Also, sie war einfach viel gelöster, hat nicht mehr geschrien. Ganz viele Regeln, die es so zu Hause gab, wie zum Beispiel durften wir die Türen nicht zumachen in unseren Zimmern, die galten plötzlich alle nicht mehr. Na ja, und nach 2 Wochen war alles wieder beim Alten. Also, es war dann einfach wieder so, dass sie in ihre Krankheit verfallen ist und es natürlich auch klar ist, weil man ihr die Krankheit nicht einfach austreiben konnte. Aber sie wurde auch danach nicht behandelt. Also, auch danach war immer noch weiter dieses, ja, vielleicht ist sie krank, aber man muss nichts dagegen tun. War das auch verteufelt eigentlich, zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen? Ne, das zum Glück war das bei uns nicht so. Also, man konnte eigentlich schon. Es ist das Problem war halt einfach nur, dass immer die Frage war: „Ist das jetzt was Böses in dir oder ist es tatsächlich 'ne Krankheit?“ Und derjenige, der das entschieden hat, war dann eben der Seelsorger und der ist halt medizinisch eigentlich nicht ausgebildet, deswegen da ist total viel Potenzial für Machtmissbrauch einfach da.
Ja, das denke ich mir grad auch, das ist ja eigentlich voll gefährlich, weil vielleicht hat ja jemand Schizophrenie oder so Wahnvorstellungen wie Genau, deine Mutter ja, und dann lässt du dich nicht behandeln. Vielleicht wird's ja immer schlimmer und schlimmer. Vielleicht sagt dir dann genau. irgend so 'n Dämon, du musst jetzt das und das machen. Also, ganz schlimme Dinge, will ich jetzt gar nicht hier Mhm. aussprechen. Und wenn hättest du dich behandeln lassen, wär's vielleicht zu diesem schlimmen Ereignis dann auch gar nicht gekommen. Oder halt eben Ja, diese genau. Missbrauch Fälle in der ganzen Familie, die du Mhm. erleben musstest. Das ist ja dann auch vielleicht damit verbunden, vielleicht hätten irgendwelche Medikamente oder Therapien ihr auch Ja, geholfen langfristig. Vielleicht wäre es nicht ganz weg, absolut. aber 'ne Verbesserung, wenn schon da gewesen wäre. Ja, auf jeden Was Fall. denkst du heute, so die ganzen Dämonenaustreibungen? Du hast ja viele Geschichten als Kind von deinem, Vater mitbekommen. Was glaubst du, wie das Ganze funktioniert hat? Glaubst du, es waren echte Dämonenaustreibungen? Also, wie ich denke, glaubst du das jetzt heute nicht, aber, denkst du, es hat 'n Placeboeffekt oder andere Gründe? Ja. Ich, ich finde das wirklich schwierig, weil ich natürlich jetzt auch die ganzen psychologischen Hintergründe nicht kenne, was so passieren kann im Körper. Aber der Mensch ist ja wirklich zu sehr vielem fähig und, auf der Seite meines Vaters würde ich sagen, ist Einbildung gewesen oder vielleicht auch der Wunsch, dass so was tatsächlich dahinter steckt. Und ja, auf der Seite der besessenen Person, ich ich kann das total schlecht einschätzen. Also, ich glaube, dass tatsächlich oft psychische Probleme hinter dem Ganzen liegen, wie bei meiner Mutter. Also, sie hat dann auch erzählt, dass sie zwischendurch immer so Fratzen sieht, Mhm, zum Beispiel. Und das waren dann die Dämonen. Und ich gehe davon aus, dass sie einfach krank war. Und, ich glaube schon, dass man es irgendwie erklären kann, aber ich habe mich jetzt nie so da reingefuchst, was da psychisch alles passiert, wenn man in so 'nem Dämonenaustreibungsprozess ist. mhm. Ich habe da mal 2 Videos gemacht auf YouTube, ihr könnt da gerne Ah, mal reinschauen. ja, gerne. Cool. Ich finde das Thema voll interessant. Ja, Ja. Ja gut, dann würde ich mich bedanken. Dankeschön, dass du dir extra die Zeit genommen hast und so offen auch über so, sage ich mal, intime Familiengeschichten auch erzählt hast. Und ich denke, das hat vielleicht auch einigen geholfen, auch die in einer ähnlichen Situation sich grade auch befinden. ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Danke.